Hallo zusammen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Jan von der Cobra Data Works und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ich sitze hier mit Frank Dormeyer, Wirtschaftspsychologe und Change-Management-Experte aus Hannover. Und Frank, wir haben uns vor ein paar Wochen getroffen und da haben wir was besprochen, was mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. Nämlich, dass viele KI-Projekte scheitern, nicht weil die Technik so weit ist oder obwohl die Technik nicht so weit ist, sondern du hast zu mir gesagt, das ist kein Technikproblem, das ist ein Change-Problem. Und darum bin ich froh, dass wir uns heute wieder treffen, denn heute wollen wir darüber sprechen, wie Unternehmen KI tatsächlich erfolgreich implementieren, ohne dass am Ende zum Beispiel der IT-Leiter das Projekt blockiert oder ohne dass die Belegschaft mauert, ohne dass am Ende irgendeine teure Software in der Ecke verstaubt. Und du begleitest seit vielen, vielen Jahren Transformationsprozesse, hast unfassbar viel gesehen. Und wenn du mit Unternehmen Kontakt hast, die mit KI starten wollen, wie sieht sowas aus? Im Grunde genommen ist es ein Change-Projekt, ein Veränderungsprojekt wie alle anderen Veränderungsprojekte auch. Es geht um KI, dennoch es geht um Veränderung und Veränderung geht immer mit Ängsten, mit Unsicherheiten einher. Und so im Fachjargon Reaktanz, also ein automatischer Widerstand, wo zu erkennen ist, die Menschen wissen nicht, was auf sie zukommt. KI ist ja im Moment besonders auch über die Presse so platziert, dass die Idee damit verbunden wird, dass nahezu alle Arbeitsplätze wegrationalisierbar sind. So, also das verheißt nichts Gutes, wenn der KI-Experte kommt und eine grundsätzliche Widerständigkeit gegen Veränderung ist in jedem Unternehmen, bei nahezu jedem Projekt zu finden. Und das Schönste, was ich erlebt habe, ein Satz, der mich immer wieder beeindruckt, lautet Widerstand durch Zustimmung. Also man kommt in ein Unternehmen, man startet mit einem Projekt, alle nicken freundlich und sobald es losgeht, merkt man, irgendwie geht es doch nicht los. Man weiß nicht genau, was los ist, nur es kommt nicht in Schwung. Und es handelt sich um diesen diffusen, unterschwelligen Widerstand, wo die Beteiligten schon genau wissen, wie sie Dinge ausbremsen können. Ja, das erleben wir auch in vielen Gesprächen. Und was wir auch hören, ist, dass das Thema oft angezweifelt wird. Da zeigen Leute auf Fehler von ChatGPT, stimmt irgendwo mal eine Antwort nicht oder die KI halluziniert. Und da kommt so, siehst du, das funktioniert gar nicht. Und dann lehnt man sich gemütlich zurück und sagt, ja, damit ist das Thema vom Tisch. Aber das ist ja letztendlich so, als wenn ich sagen würde, siehst du, das Auto funktioniert nicht, weil da vorne einer gegen eine Wand gefahren ist. Das eigentlich Spannende ist dann ja immer in solchen Fällen, wer blockiert da eigentlich? Das ist in der Tat das Spannende. Und jetzt, wie du das beschreibst auch, es funktioniert nicht alles perfekt. Das schafft sofort Beruhigung und auch dieser disruptive Wandel, der ansteht, lässt sich vielleicht doch aus der Welt schaffen. So ist die Situation im Moment. Das Gute vielleicht da, wenn das auch zu erkennen ist, es handelt sich auch hierbei um ein Werkzeug, das der Mensch nutzt, um seine Ziele in der Arbeitswelt zu erreichen. Und in dem Moment besteht die Möglichkeit, Menschen zu gewinnen für das Thema. So mein Motto im ganzen Change lautet, damit Menschen nicht nur sollen, sondern auch wollen. Das ist der entscheidende Hebel, die Beteiligten mit ins Boot zu holen, auch insbesondere die Interessierten, Neugierigen in Pilotprojekten in diese Themen mit einzuführen und dann schauen schon die anderen über den Gartenzaun, wie man das so schön kennt, was passiert da eigentlich, ist es vielleicht doch eine Sache, von der auch ich profitieren kann. Ja, gerade auf Geschäftsführerebene haben wir auch viel dieser Akzeptanz, da müssen wir selten Überzeugungsarbeit leisten, die verstehen den Nutzen. Aber spätestens, wenn es dann in die Umsetzung geht, wenn es konkret wird, dann kommt halt manchmal ein IT-Leiter um die Ecke oder ein Datenschützer und sagt, nee, das geht nicht. Die Daten müssen bei uns im Hause bleiben, wir können kein KI-System nutzen oder das ist bei uns technisch nicht machbar, wir haben Schnittstelle XY nicht. Und wir haben einen Kunden, ich nenne ihn jetzt mal Müller GmbH, das war ein ganz, ganz dickes Brett, was wir da mit der Datenschutzbeauftragten zu bohren hatten. Das hat 6 Monate gedauert,
weil da aus verschiedensten Perspektiven blockiert wurde. Und da ist für mich so die Frage, sind das jetzt echte Bedenken? Ist das Angst um den eigenen Job? Da bin ich gleich gespannt auf deine Meinung dazu. Unsere Strategie ist, wir bereiten den Geschäftsführer und die Entscheidungsebene immer proaktiv vor. Und wir sagen ihm schon, okay, es kann sein, dass aus der IT ein Widerstand kommt. Oder dass vom Datenschutz oder vom Betriebsrat oder woher auch immer ein Widerstand kommt, dass das normal ist. Aber dass die Entscheidung, interne Blockaden zu beseitigen, auch immer Aufgabe der Geschäftsführung ist. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Und du hast in unserem letzten Gespräch 2 Ansätze, 2 Strategien beschrieben, wie sowas funktionieren kann. Erklär die doch mal. So, die eine Möglichkeit ist natürlich zu schauen, also erstmal muss man sich darüber im Klaren sein, gerade bei der IT ist es so, es ist natürlich, KI dringt ein in den Herrschaftsbereich des IT-Leiters. Der IT-Leiter ist der Hüter aller Funktionalitäten im Unternehmen, so, und deswegen kann es nicht sein, dass jemand von außen kommt und in diesen Herrschaftsbereich eindringt und womöglich entweder dieses Alleinstellungsmerkmal aushöhlt oder möglicherweise sogar Ineffizienzen in diesen Funktionalitäten aufdeckt. So, deswegen gibt es mehrere Möglichkeiten. Im Grunde genommen, dass wir starten an der Stelle, wo KI Menschen aus ihrer Not befreit. Zum Beispiel in Speditionen, Dispositionen, ein heilloses Chaos, es geht drunter und drüber, die Menschen stehen unter Strom und zwar deutlich. Dort kann die KI tatsächlich auch einen direkten Nutzen schaffen für die Beteiligten. Denn auch da wieder einer der, ich sag mal, Leitsätze im Change-Management in der Form, dass der individuelle, subjektive Nutzen erkennbar wird. Das mag für den Außenstehenden noch so irrational sein. Wir brauchen diesen individuellen, subjektiven Nutzen des Einzelnen. Wenn dieser Mitarbeiter erkennt, es geht mir nachher besser als vorher, wird er Bereitschaft zeigen, in diese Themen einzusteigen. So die Möglichkeit an dieser Stelle. Auf der anderen Seite, wenn man das Ganze mal top-down betrachtet, häufig sind im Moment auch Artikel zu finden in den Medien, wo es darum geht, so KI im Unternehmen. Die Geschäftsführung sagt, so jetzt geht's los mit KI. Dann wird das auf die nächste Ebene gebracht, Bereichsleiterebene, die erfährt so, wir sollen spezifische KI-Anwendungen in unseren Abteilungen reflektieren, identifizieren und auch weiter konzipieren. Dann geht das in die Abteilung hinein. Der Abteilungsleiter sagt so, liebe Mitarbeitende, wir haben jetzt hier KI auf der Agenda, deswegen schaut mal, was ihr mit KI machen könnt. Also diffuser geht es kaum. Deswegen besteht auch dann da natürlich die Möglichkeit, das Ganze versanden zu lassen. So, und KI ist im Unternehmen gesetzt, gerade auch als Geschäftsführungsthema oder als Vorstandsthema. Und wird aktiv bearbeitet. Was dabei spezifisch herauskommt, bleibt deutlich vage. Eins ist sicher, die Leistungsträger im Unternehmen, die Menschen mit Blick auf die Zukunft, nutzen KI ohnehin schon in ihrem betrieblichen Alltag. Ja, würde ich komplett unterschreiben. Sind das 2 Ansätze, wo du sagen würdest, der Bottom-up, der erste Ansatz funktioniert besser, der zweite Ansatz funktioniert besser, oder ist das eine fallabhängige Entscheidung? Das ist zum einen eine fallabhängige Entscheidung, zum anderen ist diese Dringlichkeit aus einem Defizit heraus, diese KI als Instrument zu nutzen, um in eine komfortable Arbeitssituation oder zumindest in eine erträgliche Arbeitssituation zu kommen, so viel Anreiz, dass auf diese Art und Weise die Bereitschaft, diese Systeme zu implementieren, sehr viel größer ist. Auch aus der Perspektive der Personalberatung gesehen ist es natürlich, so Stichwort Fachkräftemangel, eine Lösung dieses Defizit, dieses Kapazitätsdefizit im Unternehmen, unter dem alle Kollegen leiden, auf diese Art und Weise zu lösen. Also immer wenn eine positive Aussicht mit diesem Einsatz verbunden ist, läuft das Thema. Wenn es top-down unspezifisch ins Unternehmen eingebracht wird, bleibt es wie viele andere Projekte auch, man kennt diese Projektschicksale auch aus der IT gerade. Das hat ein bisschen anderen Hintergrund, wenn da gesagt wird, 80% der IT
Projekte scheitern. Hier ist es eher so, dass aus dieser Diffusität heraus alle damit, das ist so dieser schöne Begriff auch aus der Arbeitspsychologie, die Menschen sind beschäftigt, so jeder hat zu tun, ob gearbeitet wird, ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja, beschäftigt sein heißt nicht immer, dass man an den richtigen Sachen arbeitet. Wir haben manchmal einen kleinen Trick, den wir benutzen, wenn wir merken, dass die Projekte ins Haken kommen. Da fehlt aus unserer Erfahrung teilweise dann der Buy-in aus der Geschäftsführung. Und was wir dann machen mit relativ wenig Aufwand ist, der Geschäftsführer bekommt einen KI-Assistenten. Kann eine ganz einfache Geschichte sein. Der guckt, hat Lesezugriff auf die E-Mails, auf den Kalender, kann einfach nur den Tag helfen zu strukturieren und kann dafür sorgen, dass Sachen nicht hinten rüberfallen. Und sobald dann dieser Buy-in kommt und der Geschäftsführer sieht genau das, was du auch sagst, es wird ein Problem gelöst. Und sei es noch so klein. Sobald diese Erfahrung da ist, verdammt nochmal, da wird ein Problem gelöst, wird sofort wieder Musik in das Thema gebracht und dann wird sofort das Projekt wieder angeschoben. Aber jetzt vielleicht mal ein bisschen Schwenk auf eine andere Perspektive, die bei KI auch oft aufkommt, das Thema Skalieren mit Mitarbeitern und ohne Mitarbeiter. KI wird ja oft so dargestellt, wir werden alle arbeitslos in ein paar Jahren. Und du hast mich letztes Mal was gefragt, was mir auch im Kopf geblieben ist, nämlich wie viele Mitarbeiter willst du in 5 Jahren haben? Und da habe ich gesagt 0. Und das Spannende war, als ich dann danach weiter darüber nachgedacht habe, ich denke gar nicht mehr in Mitarbeitern, sondern ich denke nur in Produktivität und in Umsatz. Und ja, ich habe ein sehr prozessorientiertes Denken und den Umsatz, die Prozesse kann ich über KI weitestgehend abbilden, in dem Bereich, wo ich mich bewege zumindest. Von daher wollen wir mit KI-Werkzeugen den Umsatz steigern, ohne jetzt noch mehr zu wachsen. Und wir haben im Moment einen Output von ungefähr 400%, der in der Produktivität gesteigert wird. Das heißt, wenn bei uns jemand 40 Stunden arbeitet in der Woche, liefert er ungefähr für 160 Stunden Arbeit. Und das ist halt für uns eine extrem komfortable Situation. Aber das bringt natürlich auch eine gewisse Herausforderung und einen gewissen Change wieder mit. Da wäre für mich interessant, einfach mal zu hören, wie nimmst du das in deinen Gesprächen wahr mit den Kunden? Also die Idee, Mitarbeiter einzusparen, ist natürlich häufig sagen wir mal, ein zentrales Thema im Blick auf so Stichwort Personalkosten. Ja, das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite bleibt es so, in deinem Business ist dieser Ansatz mit 0 Mitarbeitenden Umsatz zu machen sehr nachvollziehbar. Es gibt sehr viele andere Bereiche, wo diese Effekte zu relativieren sind und es nach wie vor in diese Richtung geht, zu sagen, wir haben ein Werkzeug, was dazu führen wird, dass die Arbeit effizienter vonstatten geht. Und dadurch, das ist jetzt im Grunde genommen die Fortsetzung eines Trends, den wir seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten bereits haben, angefangen von der Landwirtschaft über die Industrialisierung, Dienstleistungsgesellschaft, Informationsgesellschaft, dass technischer Fortschritt Effizienzvorteile bietet. Das ist hier eine bestimmte Ausprägung davon und die Mechanismen im Blick auf den Arbeitskräftebedarf sind auch in dieser relativen Art zu deuten. An einer Stelle mehr, an anderer Stelle weniger. Wir erleben das jetzt gerade in der Softwarebranche, dass dort in der Tat disruptive Effekte stattfinden. In anderen Branchen sind die sehr viel, sagen wir mal, vorsichtiger zu prognostizieren. Es wird je nach Branche unterschiedlich sein. Eins ist sicher, diejenigen, die dieses Thema auslassen, werden in Zukunft nicht mehr dabei sein. Von daher ist nicht die Frage, wollen wir das tun oder nicht, sondern wollen wir die Zukunft erreichen oder nicht. Ja, ich baue mir gerade einen KI-Projektkoordinator, der eigenständig an verschiedene KI-Agenten zum Programmieren delegiert. Und ich habe auf dem Hinweg hierher, ich bin von Emden nach Hannover gefahren heute Morgen mit dem Auto, 3 Stunden unterwegs gewesen. Ich habe das erste Mal nicht das Gefühl gehabt, 3 Stunden verschwendet zu haben, weil ich durchgehend über Sprachnachrichten mit diesem Projektkoordinator schreiben konnte. Der hat aus meinen E-Mails
die Anforderungen und Rückmeldungen unserer Kunden extrahiert und hat in dem einen Projekt, was wir gerade begleiten, aus einer PDF-Datei das Feedback extrahiert und hat quasi dann das Feedback genommen, hat das runtergebrochen in einzelne Anwendungsfälle, die ein KI-Agent programmieren kann. Und während wir geschrieben haben, über Telegram-Sprachnachrichten hin und her, hat der die Dinger umgesetzt. Ja, ja. Das ist sehr futuristisch, wie du das beschreibst. Dennoch, es ist Realität, weil es hat bei dir heute stattgefunden. Und von daher verdeutlicht es auch die Art und Weise, wie wir zukünftig arbeiten werden. Dennoch, wenn man es in den Kontext der bisherigen Entwicklung auch, jetzt könnte man sagen, wir nennen es mal EDV, ja, was dort bislang stattgefunden hat, es ist ein weiterer Schritt. Er kommt sehr mächtig daher, dennoch es ist der nächste Schritt. Wie siehst du die Rolle des Menschen in der Zukunft? Das ist auch eine, sagen wir mal, sehr emotional geführte Diskussion an vielen Stellen, auch exponierte Personen, die dazu in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Politik aktiv sind, äußern sich so, was bleibt übrig, welche, sagen wir mal, Menschmerkmale sind diejenigen, die den Menschen in dieser Arbeitswelt weiter existieren lassen. Ich sprach eben schon dafür, es ist ein Range von bis, wo diese Effekte mal mehr, mal weniger zutage treten werden. Insgesamt ist es so, dass die Dinge sicherlich Beispiel Softwareentwicklung sehr stark automatisierbar sind. Du sprachst davon auch im Kontext von Vertrieb und von Kontaktaufnahme mit zukünftigen Auftraggebern, dass dort der Mensch als Mensch gefragt ist, wichtig ist. Wo ich den Menschen nach wie vor sehe, ist in einer Supervisor-Funktion von den Tätigkeiten, die KI im Moment durchführt. Das ist, meine ich, unstrittig nach wie vor. Auch wir sprachen vorhin drüber, das ist bislang noch nicht einwandfrei funktioniert. Es gibt immer wieder Punkte, wo dann alle beruhigt sind, naja, die KI kann es ja doch noch nicht. Da geht es eben drauf zu schauen. Dennoch, wir bleiben auch wieder hier bei Pareto. Wenn 80% richtig ist und 20% Ergänzung oder eine Nacharbeit bedarf, sind 80% schon erledigt. Ja, sehe ich genauso. Der Mensch macht das, was die KI vielleicht noch nicht kann. Das ist gerade Beziehungen, Mensch zu Mensch, Kontakte aufzubauen. Ich bin heute Morgen die 3 Stunden gefahren, nur um mich mit anderen Menschen zu treffen, um Projekte voranzutreiben. Das wären Gespräche gewesen, die kann mein KI-Avatar nicht führen, weil da einfach die Vertrauensbasis dann nicht da wäre auf der anderen Seite. Anforderungsaufnahme, Strategie und so. Dieses ganze Thema persönlicher Kontakt, das lässt sich nicht digitalisieren, aber ich glaube, vieles andere schon. Und wir unterscheiden da viel zwischen Fulfillment und Akquise. Das reine Doing, die Leistungserbringung, versuche ich zu 100% zu automatisieren, weil da eine Beständigkeit drin ist, da ist eine konstante Qualität und es geht einfach schneller und günstiger, als wenn ein Mensch das entwickelt und programmiert. Akquise, Kundenbetreuung und so weiter. Bin ich im Moment überzeugt, dass KI da kontraproduktiv wäre, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht 100% Kaltakquise am Telefon mit einem KI-Agenten, weil das einfach noch raushörbar ist, wenn mich eine KI anruft. Das dauert immer noch eine Gedenksekunde, die Betonung ist noch nicht immer 100% richtig. Da verbrenne ich mir meine Marke mit, wenn ich das auf Dauer mache. Aber alles andere kann ich automatisieren. Ja, genau. Wo auch man sich helfen lassen kann im Vertrieb, ist natürlich die Vorarbeit. Es gibt da sehr interessante Ansätze durch KI beispielsweise, E-Mail-Marketing durchführen zu lassen, Recherche, Zielgruppen, Zielpersonen, Identifikation, individualisierte Ansprache, so. Und dann sind wir eben in diesem Sales-Funnel drin und kommen an einem Punkt selbst wieder ins Spiel. Ja? Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, persönlich Kontakt aufzunehmen, dann wird das getan. Und an der Stelle die Dinge so abgestimmt, dass zu erkennen ist, so hier habe ich keine indirekte, sondern direkte Kontrolle über das Geschehen.
und vor allem Gestaltungsmöglichkeit im Blick auf das Geschehen. Ja, da bin ich 100% bei dir. Ich glaube, was wichtig ist, ist im Moment noch diese Erkenntnis, der Mensch schafft diese vertrauensvolle Basis und alles, was man an Prozessen nachgelagert hat, muss man betrachten, inwieweit kann man das mit KI unterstützen, inwieweit kann ich es vielleicht komplett automatisieren. Das ist so diese Denke. Und das ist vielleicht auch für die Zuhörer jetzt wichtig. Wir sind hier nicht zwei KI-Avatare, die miteinander sprechen, sondern wir sitzen uns wirklich gegenüber, machen das zusammen, machen es auch bewusst als Audio, ohne Video. Warum haben wir das so gemacht? Wozu haben wir das so gemacht? Das ist natürlich auch nochmal ein interessantes psychologisches Phänomen. Audio, so die Bilder erzeugt der Mensch selbst zum Audio. Man kennt das auch von Büchern, die Bilder erzeugt der Mensch in sich. Es gibt dieses sogenannte Milton-Modell, wo es auch um Auslassung in der Sprache gilt. Wenn wir hier bestimmte Dinge auslassen, geben wir den Menschen die Möglichkeit, die Bilder selbst zu erzeugen. Und die Bilder sind stimmig mit den Bildern, die sie bislang und der Welt, die sie bislang im Kopf haben. Deswegen hat dieses Vorgehen nochmal seinen besonderen Charme. Was mir gerade auffällt bei dem ganzen Thema ist, wir sitzen hier gegenüber in einem leeren Besprechungsraum und wir sind hier wie wild am Gestikulieren, so als wenn wir auf einer Bühne stehen würden und einen Vortrag halten würden. Aber das ist so diese Persönlichkeit, die einfach damit durchkommt. Und es ist wie so eine Art Selbstselektierung, die man hiermit vornimmt, denn wir haben uns überlegt, klar ist das jetzt ein Podcast, warum Podcast, warum nicht ein YouTube-Video oder irgendwas anderes? Weil wir glauben, wer Podcast hört, ist tendenziell offener für Neues. Podcasts haben sich jetzt mittlerweile etabliert, aber dennoch ist es so in den Gesprächen, die ich zumindest habe, ich treffe kaum einen Geschäftsführer in einem fortgeschritteneren Alter, ich sage mal 45, 50 aufwärts, die regelmäßig Podcasts hören. Es ist immer noch die jüngere Generation, also es schwingt immer noch so mit, wer Podcast hört, ist tendenziell offener für Neues und hat demnach auch mehr Interesse an KI. Und das ist uns auch wichtig, wir wollen nicht jeden erreichen. Das macht keinen Sinn, jeden erreichen zu wollen, sondern wir wollen die erreichen, die bereit dafür sind, das zu hören, was wir zu sagen haben. Also eine geschickte Möglichkeit, die Zielgruppe so auszusteuern, dass über die Selbstselektion genau dieser Effekt eintritt. Wunderbar, finde ich ein sehr gelungenes Vorgehen. Und vielleicht das auch nochmal anzusprechen, ich glaube, es ist allen klar, was hier gerade geschieht, könnte oder wird eine ganz große Geschichte sein. Es gibt da Utopien, Dystopien, alles mögliche Äußerungen. Wir hatten es ja auch schon so, wo bleibt der Mensch, ist der inzwischen weg? Diese ganze Thematik mit Robotik, einschließlich KI. Also man kann da sehr viel Fantasie entwickeln und eins ist sicher, es wird sich sehr viel ändern. Dennoch sind wir gehalten, Schritt für Schritt vorzugehen und in unserem, ich sag mal so, beruflichen Alltag, jetzt außen vor, natürlich hat das auch viele private Aspekte, dennoch im beruflichen Kontext, das, was wir an Möglichkeiten jetzt geboten bekommen, so zu nutzen, damit unsere Geschäftspartner in Zukunft die Nase vorn haben. Ja, was eine wunderbare Überleitung ist, Frank, zu dem Thema Partnerschaft, weil wir tun uns ja zusammen mit der Cobra Data Works und mit Frank Dormeyer, weil wir gesagt haben, diese KI-Projekte ab einem gewissen Umfang ist der Change-Management-Aufwand relativ hoch. Und da haben wir haben uns ja zufällig in Hannover kennengelernt bei einer Veranstaltung vom, ich glaube, Mittelstandsverband war das. Wie ist dann dieser Gedanke entstanden? Warum haben wir diese Partnerschaft gemacht? Also ich denke, die meisten, die zum Beispiel IT-Projekte näher kennengelernt haben, Technikprojekte, Entwicklung, ERP-Einführungen, so die Technik ist das eine, der Mensch ist das andere. Ich habe wirklich jahrelang, ich komme aus der Verhaltensökonomie, diese ganze Thematik mit Wahrnehmungs-Beurteilungsverzerrungen und Ähnlichem dann in diese Change-Prozesse rein. Auch Kotter, gerade diese, so ein Stichwort Change, Sense of Urgency, Change because of Change of Urgency. So, also wenn der Mensch nicht mitkommt, und zwar, da sind wir wieder bei diesem Punkt, nicht sollen, sondern wollen, dann wird es einfach schwierig.
Und deswegen haben wir uns zusammengetan und jeder mit seiner Expertise, einmal die fachliche IT-technische Perspektive und so dann die Organisationsentwicklung, Change, ja. Ja, all diese Komponenten, die eine Rolle spielen. Und es zeigt sich, das ist ein sehr gutes Tandem, mit dem wir viel bewegen können. Ja, das glaube ich auch, weil die Umsetzung auf der technischen Seite ist das eine, die Menschen abzuholen und dafür zu sorgen, dass das Projekt am Ende auch mit Leben gefüllt wird, ist ganz was anderes. Da liegt ganz klar deine deine Expertise. Ganz konkret gefragt, wer sollte sich jetzt bei uns melden? Diejenigen, die in der Zukunft die Nase vorn haben wollen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das Leid ist so groß, dass jemand sagt, jetzt reicht's, jetzt brauche ich eine Lösung. Gibt es eine Lösung, die KI bereithält? Das ist das eine. Und andere sagen, ja, alles schön und gut, nur nichts bleibt, wie es ist. Und diese Veränderungsgeschwindigkeit, die sowieso da ist, wenn ich die im Unternehmen nicht habe, dann komme ich aus dem Gleichgewicht und werde überholt werden. Und das ist auch ein großer Motivator zu sagen, so, wir wollen gerne vorne mit dabei bleiben. Ja, darum haben wir uns für KMU, ich sag mal so ab 50 Mitarbeiter, ein schönes Paket überlegt, wo man mit einem festen monatlichen Budget, ohne jetzt gleich 100.000 Euro in die Hand nehmen zu müssen, mit so einem Transformationsprojekt starten kann. Das heißt, wir schauen uns das Unternehmen an und wir setzen da an, wo der größte Nutzen liegt. Ich habe auf der Fahrt hierher noch mit einem Geschäftsführer telefoniert, der eine Anfrage gestellt hatte zum Thema Workshop und die hatten eine Reihe von 5 Workshops geplant, um den Bedarf zu identifizieren. Und dann hat er aber selber gemerkt, vielleicht fange ich erstmal mit einem Workshop an, vielleicht brauche ich keine 5, der hat 500 Mitarbeiter. Und du hast es am Anfang schon mal erwähnt, unser Prinzip ist ja in Richtung Pareto mit im Prinzip 20% des Aufwandes, 80% des Ergebnisses zu liefern und zu gucken, wo liegt denn der Return on Investment? Genau so ist es. Und dieses iterative Vorgehen, Schritt für Schritt reinzugehen, an einer Stelle Erfolge zu erzeugen, weil diese Signalwirkung streut sich dann im Unternehmen und streut aus und lässt andere erkennen, dass es wohl eine gute Idee ist, auch im eigenen Bereich das Ganze anzugehen. Also Schritt für Schritt und dann natürlich ist es auch häufig eine Budgetfrage. So, und wenn dieser Return on Investment auch sukzessive kommt und nicht erst nach einem sehr langen Zeitraum und praktisch dann in so kleine Budgetbestandteile gestückelt wird, ist das häufig ein sehr viel höher akzeptiertes Vorgehen. Auf jeden Fall. Das ist auch die Botschaft, mit der ich diese Episode jetzt beenden möchte, weil wir sind schon bei knapp einer 30-minütigen Folge. Also wir haben schon viel besprochen heute. Liebe Leute, wenn ihr uns bis hierhin zugehört habt, macht euch zukunftsfähig. Und zwar nicht aus Angst vor diesem ganzen Thema, was jetzt auf uns zukommt, sondern aus Verantwortung, aus unternehmerischer Intelligenz und aus Überlebenswellen und nicht zuletzt, um ganz vorne dabei zu sein. Damit dir, lieber Frank, vielen Dank. Wo finden die Leute dich online? Online bin ich zu finden bei LinkedIn und auch per E-Mail, per Telefon. Das ist alles sehr einfach im Vergleich zu den Dingen, die vielleicht im Anschluss nochmal genauer sondiert werden wollen. Das Finden ist leicht. Und die Erstgespräche sind frei. Von daher freue ich mich auf Kontaktaufnahmen, auf eure Themen, auf Ihre Themen und auf unsere gemeinsame Zukunft. Ich verlinke natürlich alle Profile in den Podcast-Shownotes. Frank, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.